Okay. Teure Chevra, ihr denkt noch dem, ihr sollt kennen reden Jiddisch mit Menschen ganz sofort. Nu kommt kein Wortli Hall neben Sheffield, dem 17. bis 19. Juni 2022. Das sofort wird so eine Feierung von der jiddischen Sprache, reinnehmendig Diskussions, Musik, Spazieren, Poesie und Verweilung für Kinder. Neunten Stege von dem sehr gerottenen Melbourne Jiddisch Sofort und dem Jiddisch Marathon von dem Pariser Jiddisch Center. Vollkommene Informatie, wie euch dem Billettenformular wird ihr finden auf dem Webseite yiddishcafé.com. Und da ist ein Regime von Menschen, das sind die Organisatoren. Und das sofort ist eine nicht richtige Unternehmung und alle Organisatoren seien Freiwillige. Wir wollen, als alle, was haben Geschick, sollen können kommen auf den sofort. Hoffen wir bemele, als wir wollen können stützen gewisse Anteilnehmer mit der Subvenz. Therefore beten wir die alle, was willen schenken am Tonne, als sie sollen unterstützen die Subvenz für Studenten und andere Menschen. Wir haben schon gegeben 8 Subvenzen, 8 Studenten und andere Menschen. Der nötige Link befindet sich in einem Schmurzkästel. Dank. Dank dir. Wir haben praktisch nicht keinen Platz mehr, nur 4 oder 5. So es ist gewesen sehr populär. So, noch einmal, Baruch haba. I said we're almost completely full. We haven't got many places left. It's proving to be very popular. So, heint ongeben wir dem ersten Chelik zu jiddische Kulturtours von Ukraine. Und unser Spezialgast heint is Tanya Yakovleva. So today we're dedicating our first section to cultural, it's a lovely expression, people who engage in culture, Jewish culture from Ukraine. And our special guest is Tanya Yakovleva. Tanya stammt von Ukraine. Sie hat sich gelernt, vergleichliche Literatur, klassische, slawische, jiddische und Media-Limudim bei den Universitäten von Kharkiv, Regensburg, Bari und San Diego. Sie ist bekommen ihr Doktorat in russischer und jiddischer Limudim in 2019 von Universität Regensburg und von damals an hat sie gelernt Yoga und Literatur bei Jana. Sie wohnt jetzt in Italien. So Tanya comes from the Ukraine. And she studied comparative literature, classic, Slavic, Jewish, and media studies. This is like the end of the Megillah, all in one breath, at the universities of Kharkiv, Regensburg, Bari, and San Diego. She received her PhD in Russian and Jewish studies from the University of Regensburg in 2019. And since then, she has been teaching yoga and literature for Yana. Yana is the San Diego-based Yiddish center. Jan ist basiert in San Diego, ein Zentrum für Jiddisch. Tanja, sei begrüßt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Verbindung. Herzlichen Dank und ich begrüße alle Menschen. Ich will ein bisschen erzählen wegen der Kultur, Literatur, in Ukraine und in Kharkiv, was ist meine Heimstadt. Also ist die Präsentation verheint heißt Jiddisch in Kharkiv und Mike sei sehr gut weiter. Oder wird das Bild von Kharkiv in 1930er Jahren auf der Postkarte und das
Das Binium ist von dem Gazprom oder der Sprom, was ist auf Ukrainisch, ist gewesen die erste, wie sagt man das, skyscraper von Sowjetischer Union. So my presentation, I decided to dedicate not just Jewish and Yiddish culture in Ukraine, but in particular to Kharkiv, my home city. And this is the picture that you see on the presentation is from the postcard of the 30s, and it was the first skyscraper that was built in 1928. Kharkiv, gegründet in 1654, via Festung, gewachsen zu einer von den industrieller, ökonomischer und kultureller Zentren in der Stadt in spätrussischer Imperien. Vor der Formierung von einem Sowjetenverband ist Kharkiv gegründet geworden durch Bolschewikis als Hauptstadt von der ukrainischen sowjetischen sozialistischen Republik. Und es gewinnt die Hauptstadt von 1919 bis 1934, also ist auch geworden ein Zentrum von der ukrainischen, russischen und jiddischen Kultur. So Kharkiv, founded in 1654 as a fortress, grew to one of the industrial, economic, and cultural centers in the late Russian Empire. Prior to the formation of the Soviet Union, Kharkiv was established by Bolsheviks as the capital of the Ukrainian Soviet Socialist Republic from 1919 to 1934 and became a center of Ukrainian, Russian, and Yiddish culture. Es ist interessant und цікаво zu gedenken, als beschas der ersten Weltmilchome oder vor der ersten Weltmilchome ist die jüdische Bevölkerung nicht gewesen groß. It's interesting to know that before the First World War, the Jewish population in Kharkiv wasn't big. Beschas der ersten Weltmilchome, aber die jüdische Bevölkerung von der Stadt ist gewachsen zwischen 1917 und 1921. Seien da gewesen als auch jüdische Zeitschriften. So during the First World War, however, Jewish population of the city increased, and then between 1917 and 1921, Kharkiv saw a number of Yiddish periodicals. Einer von den wichtigsten Figuren in der jiddischen Kultur in Kharkiv und in der Presse ist gewesen Kalman Zimmermann, was hat geschrieben den utopischen Roman In der Zukunft statt Edenia. Und hat gegründet in 1917 Verlag, was hat gerufen? Poshet Jiddisch. Und er hat angehoben herauszugeben, periodischer Journal, a Kunstring. Und für Kunstring hat Illustrationen gemacht Lisitzky, Lemoschew und Marc Chagall. One of the most important probably persons influential persons in Kharkiv of the Yiddish culture at that time was Kalman Zimmerman, who wrote the utopian novel In the Future Town of Edenia. He founded in 1917 a publishing house, which he called simply Yiddish. And he launched also a periodical entitled Kunstring, Art Ring. And the first cover was designed by L. Lisitsky. Es ist gegründet die Kharkiver Zeitung von einem jiddischen Schreiber Moshe Teich. So also an established Yiddish writer Moshe Teich edited the first local Yiddish paper, Kharkiv News,
in 1918, 1918. Ich kann sagen, etliche Zeitschriften, was seinen Gewinn in Kharkiv, wie der Jiddischer Kommunist, der Stern und so weiter. So I will just mention some Yiddish-speaking Soviet editions like the Yiddish Communist, the Star. Und in 1926 ist es gewesen, die Kharkiv ist gewesen die drittgrößte jiddische Kehille in Ukraine, nach Kiew und Odessa. So by 1926, the Kharkiv became the third largest Jewish community in Ukraine, behind Odessa and Kiev. Und in 1930 sind in Kharkiv schon herausgekommen geworden 9 Yiddish Zeitungen. Yeah, so by 1930, 9 Yiddish newspapers were being published in Kharkiv. Eine der wichtigsten Zeitschriften ist gewesen die Reute Welt. Dank. Und die Reute Welt, der jiddische literarische Journal, was ist erschienen in 1924 bis 1933 in Kharkiv, weist auf unabhängige Geschichte von sowjetischer jiddischer Kultur in Kharkiv. Was heißt es? Also es ist gewesen, war die Kultur, was ist gewesen, regiert von Moskau, was ist gewesen unter Haschpoe von Propaganda und es sind gewesen euch andere. Also es gewesen anders, die Reute Welt. So the Red World, the Yiddish literary journal published between 1924 and 1933 in Kharkiv, represents an independent history of Soviet Yiddish literary life of the 20s and 30s. Und was seien gewesen die erste Redaktoren, seien gewesen Ravit Cherkassky, Henrik Kazakevich. So the first editors were Ravit Cherkassky, Henrik Kazakevich. Und was ist noch wichtig mit der Reuter Welt? Ja, also zwischen die Schreiber, die Autoren, was haben geschrieben für die Reuter Welt, seien gewesen euch Schreiber und Publizisten von New York, von Freiheit, wie Moshe Olegen, Morris Winchevsky, Shachne Epstein, Moshe Katz und Moshe Nadir. So among the Red World contributors will find the names of the editors and writers of the New York Communist Yiddish Daily Freiheit Freedom, Moshe Olegen, Morris Winchevsky, Shachne Epstein, Moshe Katz und Moshe Nadir. Und ich habe euch reingelassen das komödische Bild, Mike sei so gut weiter. Zu weisen, das ist das Bild von Elie Sitzky, was wir haben gehört, hat gemacht, Illustration für periodische Journal von Kalman Zimtmann. Und das ist das Bild, was schlägt die Weiße mit der Reute Clean. Beat white with the red marriage rate in English. Und also ich habe gewollt zu weisen, wie modernistisch ist gewesen die Kunst, die Kultur
in der Zeit, was wir jetzt betrachten, 1920, 1930, ist eine gewisse Zeit zwischen zwei Weltmilchhomes, zwischen der ersten und zweiten. Und es ist gewesen voll mit Gewalt, Pogrom, noch Bürgerkrieg und Hunger, Not und so weiter. Aber Kunst und Kultur hat gekannt weiterblieben. Und es ist gewesen sehr interessant, wie eine Geschichte. Und das Bild, man kann sehen, die Hauptfarben kollieren, was man hat benutzt. Sie sind schwarz, rot und weiß. Und wir kennen auch von Malevich seinen, die von Suprematisten, die kollieren. Und die kollieren seinen Gewinn auf Illustration von dem Journal Die Reute Welt. Ja. Und Mike weiter, sei so gut. Ja, ich will ein bisschen erzählen von Hanne Levin. Was ist nicht so bekannt in der Meeres, Europa, in Amerika. Sie ist geboren geworden nicht in Kharkiv, aber das ganze Leben hat sie verbracht in Kharkiv und ist gewesen die erste jiddische modernistische sowjetische Schreiberin, wollen wir sagen. Also. So, Hanne Levin is not very famous in the Western European world and in the United States and Latin American continents, but she was one of the first and one of the important Jewish and Yiddish feminine voices of this time. Hanne Levin hat angefangen zu schreiben auf Russisch, aber nachdem hat sie gebeten, sprach auf Yiddish. So she started to write in Russian when she was 15, really early. And then after the influence of Naidus, she started to write in Yiddish. Und ihr Debüt hat sie gemacht in unser Journal Die Reute Welt. So her first literary debut she made in the literary journal The Red World. Und ich habe ein bisschen euch zugedreht, Sie können weitersehen. Ja, ich habe vor kurzem gefunden, dank Philipp Schwarz, was ist der Redakteur von Vorwärts, ihr Roman Ksenia Lopatinsky. Also ich suche Materialien wegen Kharkiv und also habe ich gefunden, also sie schreibt in dem Roman von der Frau, was ist Tage gewesen. Ich habe bekannt euch die Sprache von der Frau in der Zweiten Weltmilchome und über Kharkiv. So I found, thanks to the Philip Schwarz, who is the contributor to the foreword, he helped me to find this novel about Kharkiv, which apparently was not published at all. Und ich probiere ein bisschen zu lesen, es ist nicht so gut zu sehen, aber erschienen ist gewesen Dzerzhinsky Platz vor Nacht. Wenn die letzten Sonnenstrahlen fliegen sich in goldene Sterns zu flackern ob die gläserne Fensterplank seine. So, beautiful to see it done beautiful, the Dzerzhinsky Place and Square. Dzerzhinsky Square was the first title of our Liberty Square, which I found you at the very beginning of the presentation, where also the first skyscraper stands. Weiter, sie schreibt, ich lehne es nicht, dass ich nicht viel Zeit, als ob es vierte Schure von unten ist da Gazprom geschrieben. Also sie schreibt
und beschreibt, wie es ist schön auf der Gas mit den Fußgängern und von die was fahren mit ich meine mit Velocipeden euch und mit Droschkes. So it's a beautiful her description about the evening life on this Liberty Square. People going by foot, by bicycles, and by wagons coming by this Gazprom, this building that was on the postcard on the very beginning. Und was ich habe gewollt nachweisen, noch ein Bild? Ja, das heißt Slovo. Slovo heißt Wort. Ist Gebäude geworden in einem Stil Modernism. Und da seinen Gewinn, es ist Gebäude geworden wie Siemens von OIC English. Yeah? So this building was built in the sign of the sea letter. Und seinen Gewinner sagt Schreiber, Yiddish, Ukrainisch und Russisch. Ja, ich bei Indication. So in this house we're living, it was built extra for the writers, and they were living also Hannah Levin and Leib Kvitko, for example. Und das letzte Bild, seid ihr sehr gut, das ist Heint. Und das ist alles. Hi. Dank. Dank dir. Das ist sehr interessant und ich habe es auch gelernt. Thank you so much. Very interesting, and I'm sure, like everyone, I learned a lot. Sehr traurig zu sehen, was ist geschehen mit der Binyan. It's just really tragedy to see what's happened. But thank you for coming, Shane. Du kannst anstummen und machen, rasch, wenn du willst. Dank. Dank. Ich habe noch ein Wort, das wer will schreiben, wer hat Fragen. Ich weiß, dass mir hat nicht keine Zeit, aber mir hat Fragen, kann mir schreiben, jetzt im Chat oder auf Blitzbrief, und wir können mehr wissen wegen die modernistischen Schreiber sind in Ukraine mit meinem Kurs, was hebt morgen. Nächsten Mal, efter Aaron und ich bin gewähnt gut. Ja, Aaron und ich haben sich gelernt bei Tanja, und sie ist sehr, sehr fein. Sehr fein, ja. Okay, so, jetzt bin ich, Bela. Was kann ich sagen wegen sich allein? Ich bin, I'm the next person, myself, Bela. Ich habe angeheuben zu singen, jiddische Lieder mit meinen Mischbacher, wenn ich bin ein Kind, in meinen Kinderjahren. Ich bin ein Ravke, ich forsche Musik, was soll ich sagen, ja, ich habe geschrieben, ich habe nur was geschrieben, ein Kommentar für ein neues Machsor, und nur was angeheben, mein Schlossexamen auf dem Weg zu seiner Chazente. So, das bin ich. So, oh yes, I should translate myself. Yes, I'm a rabbi. I do a lot of research on topics to do with music. I lecture, and I've been writing commentaries for a new Machzor, a new High Holiday prayer book, and just started my exams to be on the path to be a Chazente. So, ja, ein bisschen weiter. Okay, das ist ein ukrainischer Volkslied. Ich habe es gefunden auf YouTube einmal. Und das ist übergesetzt von F. im Chorny. Er ist ein Moldaven. Du kennst ihn sicher. Er ist sehr fein Singer. So this is a Ukrainian folk song.
which I finally found on YouTube, and it was translated into Yiddish by Efim Chorny, who's a famous Moldovan singer, and he also speaks redt euch Ukrainisch und Russisch avade. So he also speaks these other two languages, Ukrainian and Russian. Okay, weiter. Dank, Stephen. Ja. Dort in Wälder beim Danhoi singt der Solowejczyk, noch sein Weib und seine Kinder, noch sein Nestor bängt er. Oi, teuch, teuch, i teuch, 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 singt der Solowejczyk. Noch sein Weib und seine Kinder, noch sein Nestor bängt er. Oi, teuch, teuch, i teuch, 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 Solowejsche Batschew. Noch sein Weib und seine Kinder, noch sein Nestor bängt er. Dort in Wälder beim Danoi die Klezmoren spielen, Hudjet Bass und weint die Fiedel mit die schöne Trillen. Oi, teuch, teuch, i teuch, 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 die Klezmoren spielen. Hudjet Bass und weint die Fiedel mit die schöne Trillen. Dort in Wälder beim Danoi bin ich geblieben. Ich wein und ich tracht noch dir, mein Lieber, ich denk noch dir, mein Lieber. Oi, teuch, teuch, i teuch, 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 bin ich geblieben. Ich wein und ich tracht noch dir, mein Lieber, ich denk noch dir, mein Lieber. Oi, teuch, teuch, i teuch, 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 bin ich geblieben. Ich wein und ich tracht noch dir, mein Lieber, ich denk noch dir, mein Lieber. Sehr, sehr schön. Danke, danke. Und jetzt habe ich gewollt spielen ein bisschen. Es ist ein Kiewer Bulgar. Ich habe nicht keine Zeit zu erklären, was meint ein Bulgar, aber es ist ein Klezmer, klezmer spiel. So I'm next decided to play something. This is called the Kiewer, or the Bulgar from Kiev, and I don't have time to explain the particular kind of klezmer melody this is from the Bulgar, but you can look it up. There's a famous one, es ist da ein berühmter, was heißt der Bulgar von Odessa, aber das ist schon nicht so bekannt, und that's ein gut. Du kannst tanzen. You can dance if you like, I won't see you.
Herz ist verloren. Brought the house down. Ja, ich tue so. Gut, so. Lassen wir gehen zurück zu meinem Old Seder. Mindy, so heißt sie. Mindel wohnt in Los Angeles und ist Bibliothekarin auf Pension. Ihre Übersetzung von Volk in sein Haus von Yankov Dinazol ist zu kriegen von Jewish Storyteller Press. Mendel ist der Vorsitzender von der Yiddish Open Mic Café. Mindy lives in Los Angeles and is a retired librarian. Her translation of Falak and His House from Yankov Dinazon is available to buy from the Jewish Storyteller Press, and Mindy is one of the committee for the Yiddish Open Mic Café. Mindy, du hast das Wort. Dank, Bela. Okay, ich hab gewollt sagen, also ich will MS tanzen, aber anstatt tanzen will ich lehnen einen Auszug von der Meise von Shalom Aleichem, was heißt a verstärkter Pesach. So thank you, Bela, for the music. It was wonderful. And instead of dancing now, I'll read an excerpt of a Pesach story by Shalom Aleichem, a ruined Pesach. Shalom Aleichem ist geboren geworden in 1859 in Ukraine und gestorben in New York in 1915. Shalom Aleichem was born in Ukraine in 1859 and died in New York 1915. Verstärkter Pesach. Mama, ich bin frei. Komm ich zu laufen heim ein paar Tage vor Pesach und sag ihr ohne Besuche, als man hat uns verlost von dem Cheder. A Gedole auf der Boden, sollst der Leben und sagen bessere Besuches, entfert die Mama, was ist vertacheramt mit dem Pesach. Sie hat untergebunden beide Dienste mit weißen Vercheles und gegeben sie Bärschlach, Besems mit Flederwischen in die Hände rein und allein hat sie sich euch untergebunden mit der weißen Verchele und alle drei reinigen und schmieren, waschen und reiben, scheiren und kuschern auf Pesach. Ich kann mir kein Ort nicht finden, wo ich sitze und wo ich stehe und wo ich gehe, ist schlecht. Weg mit die Chometzdicke Malbuschen von der Pesedicker Schafe, tut die Mama auf mir ein Geschrei mit der Sei im Pet, gleich wie ich gegangen mit Feier, Arumpulver. Pavolle, was trittst du an auf ein Pesedicken Sack? Hinst du, sollst du gar viele nicht gucken. Dort steht der Pesedicker Borscht. Ich drehe mich herum von einem Ort zum anderen, plante mich unter die Fies, ich hab ein Storch, ein Setz, ein Schleider. Bei Leuten Kinder sitzen auf einem Ort, sitzen sie. Krank als ein Bocher von Kimat aus 90 Jahren, nehmen etwas tun. Übergasse ich noch einmal die 4 Kasches? Mama, sage ich kann sie schon auf äußern wenig. A Gedule, sagt die Mama, kost kein Geld, kost du. Kaum der lebt dem auf der Nacht, was der Tate geht herum mit der Lichtel, mit der Hilton im Löffel und mit der Flederwisch und ist bei die Chometz und ich helfe ihm suchen die Stücklach Bräut, was allein Tage hat sie zugekriegt auf alle Fenster. Sachekol, ein Messles trachte ich mir noch eine Nacht und ein Tag und ich will mich unten Jomtevdeck. Wie ein Prinz, ein neike Pottkele mit der Spalt und mit der Käschene von hinten und die Stiefelach wollen skrippen. Wird mich die Mama müsste mich fragen, was ist das für eine Skipperei? Will ich sich machen, kläumisch, wie ich weiß nicht von was zu sagen. Eigentlich seht ihr die 4 Kasches, Arbekäuses und die Pesachdicke Meichlim, Latkes und Knedlach und Kegelach und Chemslach. Ich dermon mich an die Meichlim und es heut mir an zu ziehen das Herz.
Ich habe den ganzen Tag kiemat gar nicht gegessen. Lena Krishma, sagt zu mir die Mama, und geh leg sich schlafen. Heint es mir nicht kein Wetschere, sie ist Pesach. Der Tata warf da rein dem Hilzen im Löffel mit dem Flederwisch in Oven rein und verbrennt dem Chometz. In Stub wird Pesach. Umutum ist rein, Umutum ist koscher, der Tisch ist greit, die Arbekäuse schmeicheln zu mir von der Weiten. Ot, noch a Schau wird während Pesach. Ot, noch a Schau, will ich mich untun Jontivdik. Bis der Schneider mit dem Schuster will mir bringen mein Jontivdicken untun, macht mich derweil die Mama Pesach. Sie zwickt mir aus das Käppel mit heiß und dick Wasser und mit der Gellichel von den Ei. Sie kämmt mir und reißt mir die Haar. Knetschig sich, schenkt sie mir allemal ein Storch mit den Ellenbogen oder ein Patsch. Du wirst nicht aufhören, drehen sich wie ein Wurm. Ein Kind soll nicht können einstehen. Mit tut ihm gut, ist noch nicht zufrieden. Und zu wissen, was passiert nachdem, ihr darf lernen die Meise allein. Danke. Dank, sehr schön. Sehr schön. So, wir haben zwei Themen. We had two themes. Wir haben Shalom Aleichem, was kommt aus Ukraine, und euch Pesach, was kommt in der Woche herum. We have Shalom Aleichem came from the Ukraine and Pesach in a week. Oi. So, ich will vorstellen Jennifer. Jennifer hat graduiert von Brandeis Universität in 1991. Sie hat sich gelernt Kunstgeschichte und Bibliothekwissenschaft in Yale Universität und Siemens College. Sie arbeitet in dem Aufteil von Kunstgeschichte in Brandeis seit 1998, wo sie ist die Kuratorsche von ich habe das gemusst absuchen, Kuratorsche von abbildenden Kunsten. Sie hat darum gehalten, sie lernen sich Jiddisch in halb 2018 auf ein Caprice und hat keinmal nicht vorgestellt, wie es wollte anders in ihr Leben. Sie will forschen, schreiben und übersetzen, Arbeit auf Jiddisch und öfter lernen in der Zukunft. So Jennifer graduated from Brandeis University in 1991 and attended Yale University and Siemens College for graduate study in art history and library science. She's worked in the art history department of Brandeis since 1998 as a visual resources curator. She began studying Yiddish in fall, or we would say autumn 2018 on a whim, never imagining how it would transform her life. She hopes to do research writing and translation work in Yiddish and perhaps to teach in the future. Jennifer, du hast das Wort. Herzlichen Dank, Bela. Ja, ich will euch erzählen ein bisschen wegen Künstler, was ist nicht kein Yiddish. Und der Künstler heißt Issachar Ber Rybak. Er ist gestorben sehr jung. Er ist gewesen nur 38 Jahre alt, was ist eine Tragödie. Aber er hat es auch der Greit für sein Tod. Und er ist stark interessant. Weiter, sehr, sehr gut. Dank. Rybak ist geboren geworden in Elisabethgrad, was ist Heinz Kropivnitsky in Ukraine. Rybak was born in Elisabethgrad, which today is Kropivnitsky in Ukraine. Sein Talent für Kunst hat sich bewiesen, wenn ist gewesen Kind. Und ist geworden ein Talmid in Kunstschulen in Kiew zu nur 14 Jahren. His talent for art was apparent when he was a child, and he became a student in art schools in Kiev when he was only 14 years old. Good thing, given how young he died. Weiter, sehr, sehr gut. Wenn ist noch als gewesen Talmid, ist herumgefahren über Ukraine
mit dem berühmten Künstler Elisitsky und andere Mitglieder von jiddischer ethnographischer Expedition. When he was still a student, he traveled around Ukraine with the famous artist Elisitsky and other members of a Jewish ethnographic expedition. Hat gehabt die Gelegenheit zu sehen, eine jiddische Volkskunst, reinnehmendig dekorative Metallbearbeitung, Holzschnitzerei und Wandmalerei. He had the opportunity to see a great deal of Jewish folk art, including decorative metalwork, wood carving, and wall painting. And this is wir haben da ein Bild von Städten in Ukraine und euch Wandmalerei von der Schule und Holzschnitzerei von euch von der Schule und ich weiß nicht, wie man sagt, ein Torah-Finial, was ist gemacht von Silber. Hat euch gesehen, hölzerne Schielen, was haben gehabt eine große Haschbauer auf seine eigene Kunst. He also saw many wooden synagogues, which had a great influence on his own art. Und wir sehen da 3 hölzerne Schielen als in Ukraine. Und nachdem sehen wir 3 Bilder von Rybak, von die Schielen. Nach der Revolution hat Rybak sich reingelost mit der Kulturliga. Die Kulturliga ist gewesen eine Organisation mit der Hauptquartier in Kiew, was hat untergehalten die jiddische Kunst und Literatur. After the revolution of 1917, Rybak became involved with the Kulturliga, which was an organization based in Kiev dedicated to promoting Jewish art and literature. And here you see several publications supported by the Kulturliga. On the left is Elisitsky's illustrations to Jinglezwingel Quat. In the center, various. And I have to admit, I don't quite remember what the one on the right is, but it's a Kulturliga Publikation. In sein Kunst, in Rybaks Kunst, hat bewiesen die Haschbauer von die wichtigen Kunstbewegungen von jener Zeiten, rein nämlich Kubism und Konstruktivism und Expressionism. Zunächst gebunden mit starker jiddischer Sensibilität. His work showed the influence of the important artistic movements of his time, including Cubism, Constructivism, and Expressionism, bound up with a strong Jewish sensibility. Man kann sehen, als seine Bilder seien sehr anders. Hat gehabt eine künstlerische Stilen, was ist sehr interessant. Rybak hat verbracht ein paar Jahre in Berlin, wo hat illustriert Kinderbücher auf Yiddish. Rybak spent a couple of years, 22 to 23, in Berlin, where he illustrated children's books written in Yiddish. Was seinen stark interessant. Wir sind da Vogelach und in Wald. Euch in Berlin hat Rybak geschaffen sein Meisterwerk, ein Album von Lithografies, was heißt
mein Räuberheim. Der Album merkt ab die jüdische Städte von Ukraine, wo seien zerstört geworden, beschloss der Erste Weltkrieg. Also in Berlin, Rybak created his undisputed masterpiece, an album of lithographs called My Destroyed Home. The album commemorates the Jewish shtetls of Ukraine that were devastated during the First World War. And here you see the outer cover of the collection called Shtetl, and also the title page. Ischar Beri Rybak, Mein Räuberheim, a Gedenknis. En ik gewollt, als je kent zijn etliche Bilder von dem Album. Wir haben da Shabbos. Ich meine, das ist Mohammed mit Kindern. Nein, sie haben bärtlich sein, sie haben nicht kein Kinder. Ich weiß nicht, was mir sein soll. Und ein Schuster in seiner Werkstatt. Noch andere Szenen. Und der jüdische Leben in Ukraine. Hat sich übergezogen in Paris, wo hat gearbeitet wie ein Maler bis sein plötzlichen Tod zu 38 Jahren. Ich weiß nicht, für was ist gestorben. Ich habe gesucht, aber ich habe nicht gefunden, keine Information wegen seinem Tod. Heint ist das Rav von seinem Werk in einem Kunstmuseum in Bat Yam, Eretz Yisrael. Rybak moved to Paris in 1926, where he worked as a painter until his sudden death in 1935 at age 38. And I've looked trying to find some information about why he died so young and have not yet found anything. Today, the majority of his art is in the Art Museum in Bat Yam, Israel, as you see here. Und ich habe letztens geschrieben einen kurzen Artikel von Vorrat wegen Rybak, was ist gewesen sehr schön, weil meine Sedebobes haben alles gelernt im Vorrat und wollte gewesen sehr zufrieden zu wissen, dass sehr Eniko hat geschrieben ein bisschen von Vorrat. Und ob ihr gewollt lernen, mein Artikel ist so, es ist kurz, es ist eine Beschreibung von einem Bild von einer Hölzerner Schule. Und euch ist da mein Blitzbrief-Adresse, ob man gewollt werden wegen der jüdischen Kunst, aber Jiddisch. Beklau. Und ich bin euch aktiv auf Facebook. Herzlichen Dank. Nee, Dank zu dir. Ja, du kannst Jennifer einen Freund machen auf Facebook, weil sie stellt ständig sehr schöne Malerei und Fotos und so weiter. So you should become a friend of Jennifer's on Facebook because she puts a lot of beautiful paintings and things on there. Kunst und mehr Kunst. Kunst und mehr. Ja, aber es macht das zufrieden, ja, wir schmeicheln, ja, she makes us happy, we smile, yeah. I only put, terrible articles about the end of the world, so. Gut, und jetzt
hören mir zu. Es ist gewesen sehr lange Zeit, zu lang, Phil. Now we're going to listen. It's been too long, Phil. To Phil Tomlinson. Ist ein Singer, was hat gesungen und sich gelernt jiddische Lieder, mehr von 10 oder es muss sein 12 Jahre nu, und spielt in der Klezmer-Kapelle. Ist ein Mitgründer von Klez North. Und Klez North wird haben eine Konferenz im Juni, so öfter kann ein bisschen mehr von dem erzählen. Hofft noch, als ein Tag sein Jiddisch und hofft sich mit sein Chor. Phil is a singer who's been performing and teaching Yiddish song for over, I think it's probably more 12 years, so this is an old note, and he plays in a klezmer band. He is a founder member of Klez North, which is going to have a conference in June, and maybe he'll be able to say quickly what that's about. And he's still hoping that one day his Yiddish will catch up with his voice. Phil, du hast das Wort. Phil. Teure Verehre, ich will dir singen ein berühmtes Lied von Mordechai gebürtig, gehabt habe ich heim. Hat geschrieben das Lied in Polen, nicht Ukraine, und 80 Jahre zurück. Aber es ist zum Bedeuren ein Lied für alle Sachmenschen von Ukraine, ein Lied vereint. Gehabt hab ich heim a Stickel Ruhe, a bissl Wirtschaft wie bei Armeleid, zugebunden Wurzeln zu Bäum, hab ich mit mein bissl Haar im Kind gekommen sein und seh mit Hass und Tod, mein arm Stickel heim, was ich vermag, was ich mit mir hab jahrelang gebaut. Vernichtet haben sie das in den Tag. Gehabt hab ich heim a Stiefel und a Kirch und still gelebt, so sich jahrelang. Gehabt viel gute Freund, haver im Arm sich, a Stiebel voll mit Lieder und Gesang. Gekommen seien in See, wie kommen wollt a Pest, a Reus gejagt von Stadt mit Weib und Kind, geblieben an a Heim wie Vögel an a Nest, nicht wischen dich was welches sind. Gehabt hab ich a Heim, jetzt hab ich sie nicht mehr, a Spiel gewinnt, was sie mein Untergang. Ich such ist a neue Heim, nur schwer, sehr schwer. Und ich weiß nicht wo, und ich weiß nicht ab wie lang. Oh, ist das gewesen schön. Dank, Phil. Dank. Baruch haba, noch einmal, alle Menschen, wir seien zufrieden, was seid alle da. Auf dem zweiten Halb wollen wir reden und singen und lernen ein bisschen wegen Widerstand. Wir wollen reden ein bisschen wegen der jüdische Aufstand in Warschau. In euch Wilna und mit dem Mann in Widerstand umgetan. Aber früher, weil wir haben etwas ein bisschen freilicher, wir haben Daniel Galay, Mechaber, was hat rausgegeben 7 Bücher auf Jiddisch.
ist der Vorsitzender von Leivik Heus in Tel Aviv und wird uns lernen ein bisschen Yiddish. Seid begrüßt, Daniel. Daniel Galai will teach us a little Yiddish now. After him, we'll go back to the second part of the theme for the second part of our program is resistance and a remembrance of the Warsaw Ghetto Uprising and resistance in Vilna. But first we will have Daniel Galai, who is the head of Leivik Heus Yiddish Cultural Center in Tel Aviv and a Yiddish expert and a musician. Daniel, seid begrüßt. Dank dir. Eigentlich, ich will nicht lernen Jiddisch mit euch. Ich will lernen ein Komponent von der Sprache und das ist die Intonation von Jiddisch. Und Dele Borz hat mir einmal gegeben, einen Gedanke, das zu machen durch Sprichwörter. Und das will mir eintun. What we will do today is not to study the language itself, but to study some proverbs and intonation in what is similar and what is different between Yiddish and English. And we have at the top the first proverb. I will read it. And I will do some comments too. Daniel, du willst, also ich soll anheben später mit die Bilder oder das ist gut? Ich wollte ein bisschen später, das heißt, es ist ein Liegner davon eine gute Sekunde, ein bisschen später, no, der letzte, ja. Wir reden von einem gewissen Punkt, weil ein Teil von den Sprichwörtern wir haben schon gesehen. We start from a liar must have a good memory, and we will go further. A liegner davon a good musikhorn. In English, a liar must have a good memory. It looks as it's exactly the same. In beide Fall habe ich beton das Wort guten, ja, dem Adjektiv. Aber in Jiddisch ist es gewesen. A liegner darf oben a guten Sekorn, guten in einem niedrigen Ton. Und auf Englisch wird es sein, a liar must have a good memory, good in a very high sound. We go further. Besser sein, dem Liegner glaubt man nicht, a viele, als sagt dem Emes. No one believes a liar, even when he tells the truth. Again, auf Yiddish, haben wir euch eine interessante Variante, weil wir haben dort zwei Sätze. Ich kann sagen, dem Liegner glaubt man nicht, a viele, als sagt dem Emes. Das heißt, dass der erste Satz beton ich Liegner und ich gehe rauf. Und später gehe ich herab und ich beton das Wort Emes. Ich sage es jetzt auf Yiddish. A Liegner glaubt man nicht, a viele, als sagt dem Emes. Das kann ich nicht machen in English. In English, I cannot do it also because the translation. In English, I will say, no one believes a liar, even when he tells the truth. Ich gehe weiter. Ein Mädel darf sich putzen vor fremde Buchirim und ein Weibel vor einen eigenen Mann. A maiden should treat herself for strange bachelors and a young wife for her own husband. Own husband is in the highest tone, is in that the climax. In Yiddish, the climax is always
at the lowest tone, but that means that I will start not with a low tone, I will start with a pretty higher tone to get the climax. I repeat it in Yiddish. A Mädel darf sich putzen für fremde Bucherin und a Weibel für einen eigenen Mann. Daniel, kann ich etwas sagen? Ja. Ihr kennt lernen nur Jiddisch und reden wegen Jiddisch, weil Englisch können wir lernen, es ist nicht nötig zu übergehen. Gut, ich kann das tun. Danke. Gut. Also ich hoffe, dass wenn ihr lernt in Englisch, wird ihr es länger, wie wir lernen in Englisch. Und der Unterschied ist mit Jiddisch. Ein Mensch ist einmal starker von Eisen und einmal schwacher von der Flieg. Sehr starker und schwacher, beide betont. Das sind zwei Sätzen, klare Sätzen. Und ich sage nicht, ein Mensch ist einmal stärker. Ich sage, ein Mensch ist einmal stärker. Das heißt, ich will anheben in einen niedrigen Ton, weil ich nicht kennen dergleichen, dem Euchpunkt unten. Ich muss anheben in die Melodie ein bisschen höher. Sage ich, ein Mensch ist einmal stärker von Eisen und einmal schwacher von der Flieg. In beiden Fällen, stärker und schwacher, mache ich es mit meinem ganzen Koyach, fortissimo. Nicht nur, was ich mache es in dem niedrigsten Ton, was ich vermag, nur ich gebe nur, weil es kann sein, nur ein niedriger Ton und nicht betont mit Volume. Ich kann sagen, ein Mensch ist einmal stärker, aber ich sage, ein Mensch ist einmal stärker von Eisen, damals ist nicht so. Kein Suffix, als das Wort will ich betonen. Meluche, tracht eine Sekunde, was darf sein da betont? Einmal ich weiß nicht, geht zum Englisch, und der Englisch wird auch geben dem Entfer. Wir sagen, weil beide Wörter sind sehr wichtig zu verstehen, denn das ist ein Sprichwort. Aber nein, eine von beiden Wörtern darf sein betont. Ich sage, Meluche. Das heißt, wenn es beherrscht, ein Fach ist ein Schneider, ist ein Melech, das heißt, kann bringen Geld, ist unabhängig, ist abhängig in andere. Wir können gehen weiter. Wir haben andere Sprichwörter. Nein, das ist gewesen alles. Weil ich heute zugeschickt mehr. Gut, aber nicht gefällig. Das ist gewesen teures von mir. Nicht gefällig. Also öfter wir haben noch 1 oder 2 Minuten, können wir gehen nach Rauf und viele bei mir zum Oneb. Könnt ihr gehen zurück? Gut. Also jetzt so, meine Zeit ist kimat darüber, aber ich bin zufrieden, als ich habe für euch gebracht, die Sprichwörter auf Yiddish. My time passed already, but I'm happy that I brought for you the proverbs in Yiddish. In English, don't need any introduction or any example, yes? But just remember, the same word in English is also accented in Yiddish, but in Yiddish it will always be at the lowest tone, and that means that the melodic contour is totally different. If you try to do it and you work on it, because you are accustomed to speak in English, ihr darft arbeiten auf dem, weil ihr seid so gewohnt zu reden auf Englisch. Es ist nicht genug, dass wir verstehen es. Wir dürfen sich heben, wir dürfen arbeiten auf dem, wird ihr zum Sof reden, erklären, Yiddish, und alle Menschen wollen sein zufrieden mit euch und ihr werdet sein sehr glücklich. Ich bin ein guter Salesman, ich bin ein guter Verkäufer. Dank, Daniel. Dank, Daniel. Wir wollen bei mir reden ein bisschen mehr Jiddisch und musikalisch.
Und ein Dank kann man nicht in Kästner legen, aber ein schönen Dank. Und jetzt haben wir Misha Shapiro. Misha ist ein Mathematiker, was arbeitet in biologischer Computerei. Und die finstere Lieden gefällt ihm sehr. Now we have Michael Shapiro, who is a mathematician, a bioinformatician, and he has a taste for a dark, depressive poetry. So, I grüß Misha. Schönen Dank. Und Ort bin ich habe sehr kurz Lied, sehr finster Lied von Moshe Leib Halpern. Und ich meine, ich bin in Konkurrenz für der kürzeste Auslehnung. Man hat mich gesagt, dass die Wörter Mamser und Hur seien ganz starke Wörter. Aber ich meine, es ist starker, schwerer zu sagen, es schon frisst meine Beine. Nu, will ich heben an mit dem Lied. 2000 lange Jahre am Mamserl angeheugen hat die hohe Zeit und ist weggegangen. Der überfrisst schon wie Feuer meine Beine und Tag befallen mich wie geschleuderte Steine und wie ein Beser shed, a Gilgal auf die Wegen, meid euch a Bruder mich, a Hund, was kommt entgegen, und bläst der treue Bäum, der Wind in seine Zweigen, der zählt der Welt von mir und von mein blutig Schweigen. Und was seien die Tag, was befallen mir wie Steine. Dank, Misha. Grüßen Dank. Jetzt von Australien, von Melbourne, haben wir Ina Bernstein. Und es ist mitten der Nacht in Australien. Wir sind sehr zufrieden, was Hinda ist gekommen. Sie ist eine Jiddisch Schreiberin, Forscherin und Lehrerin von Jiddisch. Sie forscht und setzt über zwischen anderem die Poesie von jiddischen Dichterinnen von Ukraine. We welcome Hinda Ina Bernstein now, who comes to us all the way from Melbourne, Australia, in the middle of the night. And we appreciate that she's here. She's a Yiddish writer, researcher, teacher of Yiddish and Yiddish literature in Melbourne. Her current projects include researching and translating Yiddish poetry of women Yiddish writers in Ukraine. Hinda. Schönen Dank. Ich kann sich nicht sagen. Schönen Dank, Beile. Ich hab gewollt noch zu geben, kein vielleicht nicht reden wegen jüdische Schreiberin in Ukraine, aber ich will für einen Kurs wegen jüdische Dichterin von Ukraine, was hat sich am Sof April und ist Tage in einer passigen Zeit für Menschen in England und Europa. Ich soll, ihr seid verinteressiert, könnt ihr mir schicken an uns in Chat. Aber heute will ich Tage reden auf ein Thema von Choben. Ist das Lied, was ich will heute bei Nacht vorlehnen, Leile. Steve, do you have the translation of what I'm saying now? Das, was ich lehne vor? Oh, nicht, ja, okay. Schönen Dank. Das Lied, was ich will heute bei Nacht vorlehnen, Leile, habe ich zum ersten Mal gehört, wenn ich bin alt gewesen, 14 oder 15 Jahre alt. Ich bin damals gewesen eine Schülerin von 9. und 10. Klasse in der Shalom Aleichem Sonntagsschule in Melbourne, Australien.
Mein teure Tate, Simche Bustin, Covid sein richtigen Andenk, ist gewesen unser Literaturlehrer. Und hat uns einmal in Klasse vorgelegt das Lied Leile. Und wenn hat geendigt vorlesen das Lied, ist nicht gewesen kein Eindrucken euch in einer Klasse von 14 bis 16-jährige Zehnerlingen, wo seine gewesen ganz verhärtete Kinder von Leben gebliebene. Mein Tate ist euch gewesen Leben gebliebener. Kiemat alle in sein größer Mischproche seien ermordet geworden. Ich habe von dem Taten als Sach gelernt, wegen Widerstand und Überkommen und wegen Jiddisch und der jiddischen Literatur. Sein 6. Jahreszeit ist Tage die Woche, dem 14. April. Der Mechaber von dem Lied, Aleph Gunther, ist geboren geworden in Berditschew, Ukraine, dem 20. März 1908. Gunther hat angeschrieben Lieder, Erzählungen und dramatische Skizzen und ist gewesen Redakteur von jiddischen Zeitschriften. Beschafft sein Leben seinen erschienen in Kiew, Kharkiv und Moskau mindestens 13 seine Bücher, Poesie und Prose. Avrom Gunther ist gestorben in Moskau im Mai 1981. Ich habe das Lied Leile oft vorgelernt auf Ghetto-Akademies und Haskores und ich habe euch engagiert Studenten gelernt das Lied. Ich halte es ist sehr passig, heint vorzulernen das Lied auf ein Yiddish Open Mic gewidmet jiddische Schreiber in Ukraine, also wie Gunther ist gewesen, und Carbones und Leben geblieben von den Proben, also wie mein Tate ist gewesen. Ich leihe heint das Lied mit der Hoffnung, als in Gichen wird kommende Zeit, wenn kein Mensch, jung oder alt, wird nicht während Lebendigkeit begraben. Leierle von Aleph Gunther. 3 Sosnes haben das gesehen, 3 schlanke Sosne bei mir. Jetzt wiegen sie die Kreunen euch vergrob mit Beiner. Dort gebracht von Stotter her, kleine Kinder, stille, euch getan sein Nackete, die Hemderlacher viele, und a grob vor allem ist schon greit gestanden. Nur die kleinste, Leierle, hat gar nicht verstanden. Leierle, die Lacherke, hat den Kopf verrissen. Wer es warf das Samt auf ihr, will die Kleine wissen. Und gesagt hat Leierle zu dem Deutsch von oben: Vetterung, was warft ihr es samt mir in die Augen? Hat das Vetterl gekeicht und geschotten flinker. Mir verleihe sei gelacht, mir ihre Finger. 3 Sosnes haben das gesehen, 3 schlanke Beine, stumme, wiegen sie sich weinendig, weinen sie und brummen. Nicht kein Pech von Beimer trieft, Blut auf Nadelblätter. Kinder meine, Teiberlach, ewig leben wird ihr. Schönen Dank. Schönen Dank, Hilde. Sehr, sehr passend. Es ist sehr persönlich. Dank. Okay, jetzt haben wir Bela noch einmal mit Ja. einem Lied. Ja, so
Das Lied heißt Machst du die eigentlich? Sehr berühmter Lied. Und ich habe das ständig gesungen mit Barry Davison, was fast alle haben gekannt. Früher in London auf die Aufstand von Warschauer Ghetto gesungen. This is a very well-known song, Machst du die eigentlich? Close Your Eyes, which I used to sing always with Barry Davis, who many of you know. Even at 72, too young, died too young, and at the Warsaw Ghetto uprising ceremonies. Oh, und es ist geschrieben in Water Ghetto von Isaiah Spiegel. Und hat übergelebt, aber der Musikkomposer David Begelman nicht, ist gestorben geworden. Machst du die eigentlich, und kommen fegelig, und kreisen do herum, zu kommens von dein Weg, das Päckchen in der Hand, das Haus in Asch und Brand. Mir losen sich, mein Kind, suchen Glück. Die Welt hat Gott vermacht, und ist Nacht. Sie wacht auf uns mit Scheuder und mit Schreck. Wir stehen beide da in schwere Schau und wissen nicht, wohin es wird der Weg. Men hat uns nacked bloß verjagt von unser Haus, in Finsternis getrieben uns in Feld, und Sturm Wind, es hat uns begleit, mein Kind, begleit uns in einen Abgrund und der Welt. Machst du die eigentlich, und kommen fegelig, und kreisen do herum, zu kommens von dein Weg, das Päckchen in der Hand, das Haus in Asch und Brand. Wir losen sich, mein Kind, suchen Glück. Dank. Dank dir, Bela. Schönen Dank. Und jetzt haben wir Women. Nie. Ich will etwas lernen von Rachel Euerbach. Sie hat gearbeitet mit Emanuel Ringelblum in Warschauer Ghetto zu schaffen und behalten ein Archiv wegen Ghetto. Sie hat übergelebt der Milchome und geholfen, gefunden dem Archiv nach dem Milchome. I will read something by Barbara Rachel Auerbach, who worked with Emanuel Ringelblum in the Warsaw Ghetto to create and then bury an archive about the ghetto. She survived the war and was instrumental in helping to find 2 of the 3 hiding places
where they buried material. One batch of materials has still not been found. Der Jiddischer Aufstand in Warschau ist einer von den Büchern, was sie hat geschrieben, A Reus in Warschau 1948. This will be an excerpt from the Jewish uprising in Warsaw, 1943. Der Aufstand hat ungeheuer Erev Pesach 1943 und gedauert ein Monat. The Warsaw Ghetto Uprising began Erev Pesach in 1943, and they lasted a whole month, which was more than anyone expected. So ich will jetzt lehnen ein bisschen von ihr schreiben. Next. Die Mannschaft von den anderen Abteilungen wird vergrößert werden. Der Sachakel, eine Armee, Soldaten, Offiziere, Unteroffiziere mit voller Ausbildung und voller Ausrüstung. Eine Armee steht bereit zu stürmen die Ghetto-Festung. Auch der Kommandant ist schon voran in Warschau. Ein Godel von seinen Mien, ein Delegierter von Himmlerin allein. Jürgen Stropp, SS-Brigade Führer und Generalmajor von Polizei. Elfensäger in der Früh, eine Konferenz beim SS in Polizeiführer von Warschauer Distrikt, eine Stabsberatung für eine Offensive mit Rettung die Protim. In Oven kommen von der polnischen Seite Ideas on in Ghetto. Der Alarm verspricht sich über ein Ghetto und die Shopgebieten. Der Alarm wächst. Auch die Kampforganisation hält auf eine Stabsberatung, auf Appellen jeder Gruppe. Auch da sind die letzten Befehle schon herausgegeben. Das ganze Ghetto ist auf die Füße, die Nacht von Erev Pesach. In der Nacht legen einmal die Mamas unsere und Babes auf sein Bett, nicht bei Wissen fertig werden mit Aufziehen das Bettgewand, mit Scheieren und Kuscheren. Die Taten sind herumgegangen mit Licht und Flederwischen in die Hände, Bräut Penitzlach zu neu gescharrt in hilzene Löffel, gedeiht zu sein, herausräumen durch Chometz. Ghetto ist auf. Mishpoches tragen Perk, klimmen sich herein in Bunkers. Männer drehen sich herum, verklemmte über den Häuf. Die Fenster sind in schwarz, verdunkelt. Aber es räuschte Leben noch, als schwer getroffen, in Häuser und in Kellers, Menschen schäpfen. 12 Säger bei der Nacht, die Kampforganisation ist ein Haus von Unterert. Es gilt nicht mehr kein Polizeischau. Mit Gewehr in Hand, in deutsche Helmen und Munderen gehen Häuser vor Patrouillen auf den Ghetto. Sie spreisen über den Gassen, klappen meiste Selne in die Teuren. Man öffnet sie mit Schreck, man erkennt sie mit der Scharfwätig und Hitpolis. O Kinder Jiddische, o Jüngelach eigene, o Kämpfer, das spannt über die Ghetto-Gassen, Ghetto-Häuf, a parsche jiddische Geschichte, euch polnische, euch Warschauer, unsere Reaktion jiddische. Sie wecken, warnen, sie rufen auf Widerstand zu stellen. Auf die Wand von Ghetto hängt schon der Manifest von Aufstand. Der letzte Aufruf zu dem letzten Kampf verendigt mit der Losung: Kämpfen, sterben für ein Covid von dem Volk. Covid sehr undenk. A Dank. Dank, Mindy. Seid begrüßt Mike und du, gut, Dank. Mike wird uns singen noch einmal. Dank, Mike. Dank.
Dank. Ich will singen 2 Lieder. Eine von Avram Sutzkever und die zweite von Mordecai Gebürtig. Ich will sagen ein paar Wörter, für die Lieder. Der Lieder von Avram Sutzkever ist eine bekannte Poesie, was ich habe komponiert dem Melodie. Das bleierne Platten von Roms Druckerei. Die Geschichte von dem Lied ist, als Sutzkever ist gewesen in Wilner Ghetto. Ist gewesen 9 zu der Kampfsorganisation und es ist gewesen ein Plan zu schmelzen. Zu schmelzen, dem Stempel von Roms Druckerei zu machen Keulen. In der MS ist das nicht passiert und Sutzkever ist entläufen von Ghetto und dann ist gewesen ein Mitglied von dem Partisaner und dann ist entläufen zum Sof, zum Medinas Yisrael, wo ist gewesen, einer die gerätster Namen von die jiddische Literatur hatte. So just to say this quickly in English, this is a melody that I've written to Avram Sutzkever's poem Die bleierne Platten von Roms Druckerei. It's a well-known poem that was written in the Vilna Ghetto and concerns a plan to melt down the printing press at Rom, one of the well-known Jewish press, to make bullets. In fact, that didn't happen, and there never was an uprising in the Vilna Ghetto. And in fact, Sutzkever, with Kaczyginski, who we'll hear of later, and a number of others, succeeded in escaping from the Vilna Ghetto, and he joined the partisans, and then later on, obviously, lived in Israel, where he became one of the greatest names of Yiddish literature. So I composed this melody last year to sing at the Yiddish Open Mic, and here it is. Wir haben die Finger gestreckter durchgraben, zu fangen die liftige Luft von der frei. Durch nachtzige Zeugen zu nehmen die Platten, die bleierne Platten von Roms Druckerei. Wir träumen bedarfen, jetzt wären Soldaten und schmelzen auf Keulen dem Geist von dem Blei. Und wir haben wieder geöffnet dem Stempel zu etwas heimische, ewige Heil. Mit Schottens Barbarenser beim Schein von a Lämpel gegossen, die Oisies erzähl noch erzähl, also wie die Seide Samol in dem Tempel in Gildene Jontem Menores dem El. Das Blei hat geleuchtet beim Ausgießen Keulen, mag schon es gegangen an Oss noch an Oss. A Schure vom Bovel, a Schure vom Beulen, gesotten, gefläzt in derselbiger Moss. Die jiddische Gwure in Werter verheulen, muss aufreißen, jetzt der die Welt mit der Schoss. Und versot in Ghetto gesehen, das Gläsein, verklammert in jiddische Händ, gesehen hat Anglein,
sich Jerusalem, das Fallen von jener granitene Wand, vernommen die Werte verschlossen in Bleien und sähere Stimmen in Herzen der Kind. Na, danke. Dank. Und das zweite Lied ist ein neues Lied, was ich habe komponiert. Aber das ist nicht ein neues Lied, weil die Werte sind von Mordechai gebürtig. Ich meine, es ist nicht keine andere Melodie. Es ist geschrieben bei der ersten Weltmilchome. Es ist wegen Mischpoche, wo sie willen praven die Seder, aber der Tate ist weg und will nicht kommen zurück, weil ist weg zu der Milchome und er wird nicht kommen zurück zu der Milchome. Es ist ein trauriges Lied, aber ich meine, als ich passt durch was passiert durch heint in Ukraine, weil gebürtig aber hat gewohnt in Kroke ist Meirev Galicia und heutzutage Lemberg und Lviv in Mitzrayim Galicia is in Ukraine. So this is a song called The First Seder Night. The words are by Mordechai Gebirtig. The melody is by me, and it's a newly composed one this year. It's all about a sad Seder night, probably took place during the First World War, and the father of the house isn't there because he's gone away to the war and he won't be coming back. And so this is how the mother and the children react to that. And of course, Gebirtig lived in Krakow, which is in Western Galicia, and which is not very far away from Lemberg or Lviv, which is today in the Ukraine, which is in Eastern Galicia. So here is the song, The First Seder Night, Die erste Seder Nacht. Zwei Engel mit Prinzen, zwei Mädel herabbrach, sitzen beim gedeckten Tisch, die erste Seder Nacht. Sitzen beim gedeckten Tisch, die erste Seder Nacht. Die Mame hat die Lichterlech schon ausgezunden lang. Noch hört sich alles in Stiebel nicht, das freiliche Gesang. Noch hört sich alles in Stiebel nicht, das freiliche Gesang. Die Liederlech wie freilich dick ist doch ein Jahr gewesen. In Stub hat alles gestrahlt vom Blick und heint was ist geschehen. In Stub hat alles gestrahlt vom Blick und heint was ist geschehen. Die Mame also treuerig die Lichtleck Bennen trieb und
ledig steht das Hessebett und omet herrscht in Stieb. Und ledig steht das Hessebett und omet herrscht in Stieb. Nicht da der stolze Mähler, nicht da sein lieben Blick. Schon lang wär is aus im Krieg und kommt nicht mehr zurück. Schon lang wär is aus im Krieg und kommt nicht mehr zurück. Die Kinder lech ihm suchen und siften so schwer und gucken auf ein Hessebett, wo steht ist pust und leer. Und gucken auf ein Hessebett, wo steht ist pust und leer. Die Mame hat die Lichterlech schon angezündet lang. Nos hört sich als in Stiebel nicht das freiliche Gesang. Noch hört sich als in Stiebel nicht das freiliche Gesang. Die Mame hat die Käusis schon eingefüllt mit Wein und plötzlich brecht in Stiebel aus a Jammer, a Gewein. Und plötzlich brecht in Stiebel aus a Jammer, a Gewein. Dank. Dank, Mike. Sehr schöne Lieder in feiner Musik. Dank. Und jetzt haben wir Steve. Yes. Und Steve hat angehoben, die singen jiddische Lieder mit 40 Jahren zurück. Jetzt bemüht verbessern sein Jiddisch. Ist einer von den Rinder von Yiddish Open Mic Café mit Vivi Lux and Rachel Weston. Now we have Steve Ogan, who began singing Yiddish songs 40 years ago and is one of the founders of the Yiddish Open Mic. Seid begrüßt, Steve. Dank. A bisschen wegen Schmerke Kaczynski. So we'll hear a couple of songs. Wir werden hören a paar Lieder von Schmerke Kaczynski a bisschen später. We'll hear a couple of songs a little bit later, composed by Schmerke Kaczynski. And I wanted to just give a little bit of chronology of his life until 1942. He survived the war. Hat übergelebt die Milchome. Die Chronologie von seinem Leben bis 1942. Schmerke Kaczynski, geboren in Wilna 1908, die Neshome von Jung Wilna, Partisane, Mitglied von der Papierbrigade, Mechaber von berühmten Gesängen, Le Moschel, Tates Mames Kinderlich, Frühling, Stille Jugendhymnen, das ältere Kind, Itzig Wittenberg, soll schon kommen die Geola und so weiter. Sehr sachberühmte Lieder. Umgekommen in eine Aeroplankatastrophe April 1954. Schmerihu Kaczynski, oder wie alle haben ihm gerufen, Schmerke, ist geboren geworden in Wilna dem 28. Oktober 1908. Seine Eltern, welche seinen gewähnt Kapzonim, seien gestorben in die erste Chadoshim von der ersten Welt Milchome. Der Riebe haben Kaczynski und sein jüngerer Bruder Jankel gewohnt bei verschiedenen Kräuven, aber sie haben meistens verbringt auf der Gas. In älter von 10 Jahren hat man Schmerke reingenommen in ein Beis Säumen. Dort hat man bemerkt,
als weist daraus die Synonym von der englischen Kränk. Das heißt Rachit. Mit der Zeit ist gekommen zu die Keuches und geworden ein ausnehmiger Talmud. Dazu ist ein 12-jähriger Bucher geworden, ein Fürsprecher für die Kinder. Im Jahr 1923, wenn ist 15 Jahre alt, hat angeschrieben sein erst berühmtes Lied. Tates, Mames, kinderlich, Bojen, Barrikaden und so weiter. Dennoch hat das Lied sich verspreit weit und breit zwischen der jiddischen Arbeiterjugend in Polen. Keiner hat nicht gewusst, wer es hat das Lied angeschrieben. Ist weg von Beis Jesuimim im Jahr 1924 und hat ausgeklebt dem Druckerfach. Neu ist das gewesen Lithografie. In die Ovenden hat sich weitergelernt und hat sich dazu eingeschrieben auf Ofenkursen in der Peretz-Schule. Euch im Jahr 1924 hat sich reingelost in radikale Politik und ist geworden ein Mitglied von der Kommunistischen Partei. Reingetreten in der literarische und artistische Gruppe, was man hat gerufen Jung Wilne im Jahr 1929, ist dicht geworden, die Schumme von der Gruppe. Seine neueste Chaverim in Ort der Gruppe von anerich 20 Schreiber, Molles und Skulpturen seien gewesen Chaim Grade und Avram Sutzkewe. Man hat sie gerufen die drei. Im Jahr 1939, beim Anheb von der Zweiten Weltmilchume, hat der Rattenverband sich reingerissen in Polen von Misrach und die Deutschen von Meirew. Einnehmendig Wilne hat die Rote Armee gelobt, als Wilne soll werden die Hauptstadt von einer unabhängigen Litte, aber eine kapitalistische. Darüber ist Kaczynski weg mit der Rote Armee und geworden Lehrer in der sowjetischen Stadt Bialystok. Im Juni 1940 ist Kaczynski zurückgekommen Wilne mit seiner ersten Weib, Barbara Kaufmann, als Wilna ist geworden die Hauptstadt von der litwischen sowjetischen sozialistischen Republik. Juni, Juli 1941. Sich reingerissen in Litte haben die Nazis gefordert, als jeden müssen tragen Armbänder mit dem Magen David. Es hebt sich an die große, meuredicke Schieters von Wilne Jiden in Pona, leben Wilne. September 1941 die Schaffung von der Wilne Ghetto. Kaczynski und sein Weib Barbara seien allein in der Ghetto. Sie seien zwei Menschen von anerich 20.000 Jiden, was leben noch in Wilna. Es seien gewesen anerich 56.000 Jiden. Eide die Deutschen seien angekommen. Entlaufen von der Ghetto, dem 15. September, haben Kaczynski und Barbara sich stark zerkriegt in den Wald. Zum Bedeuren seien sie sich zergangen und Kaczynski hat sich zurückgekehrt, kein Wilne. Dennoch hat übergelebt wie ein Bettler,
a Täubstumme, Beschäss 7 Chadoshim. Januar 1942, die erste Vorstellung von einem Ghetto-Theater. Der Theater, zusammen mit anderen kulturellen Tätigkeiten, ist gewesen machleuchestig in der Ghetto. Vor der ersten Vorstellung hat der Bund herausgegeben, fliehblättlich mit der Meldung, auf bei Säulem spielt man nicht kein Theater. Die erste Vorstellung hat sich angehäuben mit etwas auf Veränderung und mit der Tefille für die Teute. Mit der Zeit ist der Umruh wegen dem Theater geworden schwacher. And there is, you can see on the left a picture from a theatre performance in the Vilna Ghetto from the Herman Crook's diary, edited and translated by Barbara Harshav, by the Harshavs. April 1942, noch 7 Chadoshim, wie a Täubstumm Bettler, hat Kaczynski sich hereingeschmuggelt in Ghetto rein. Ist giech geworden, sehr wichtig, in der Papierbrigade, was hat geratet vor ihm und allerlei jiddische Manuskripten und Artefakten. Einseitig hat die Papierbrigade geschmuggelt und behalten gewährt. Dezember 1942, man hat gegründet den Kinder- und Jugendclub in Vilna Ghetto. Und jetzt wegen 2 Gesangen, was wir wollen sich zuhören in ein paar Minuten. 2 Gesangen von Schmerker Kaczynski, Jugendhymnen und Stille, Stille. Kaczynski hat geschrieben in sein Hakdome zum Buch Das Gesang vom Vilna Ghetto. Wir haben gesungen. Das Gesang hat unsere Neshomes vereinigt, gehäuben unsere Gefühlen und unsere Muskeln gestohlt. Wegen seiner eigenen Ghetto-Lieder hat Kaczynski bemerkt, es ist übrig zu sagen, als nicht kein Poesie darf man dort suchen. Ich hab sich mit dem keinmal nicht vernommen. Geschrieben Lieder hab ich nur dann, wenn ich hab gefühlt, als in unser singendicken Oize fällen die Lieder. Jugendhymnen. Das Gesang Jugendhymnen haben Kaczynski, Werte, und Basia Rubin Melodie aus komponiert, lekovet den Kinder- und Jugendclub. Kaczynski hat geschrieben in sein Buch Das Gesang von Vilna Ghetto, auf alle Vorstellungen von Club pflegt der Chor ausführen dem Himmel sehren. Die Zuhörer pflegen sich aufstellen. Und wegen Stille, Stille. Kaczynski hat geschrieben, zu dem musikalischen Konkurs April 1943 hat der 11-jährige Sohn von Dr. Medizin Noach Bolkowski, Alexander, zugestellt seine Komposition, zu welcher Schmerker Kaczynski, er schreibt wegen sich allein, hat Lloyd der Vorschlag von der Lehrerin Rochel Pupko-Krinski angeschrieben dem Text. Es dachte sich Lloyd Aviad Teemin in einem Journal Tablet, als Noach Walkowski hat angeschrieben die erste Strophe auf Polisch. Sein Sohn Alexander hat geschrieben die Melodie. Und Kaczynski hat die Strophe übergesetzt auf Jiddisch
und zugegeben 2 neue Strophes. Danke. Dank, Shmuley. Kaczynski ist sehr wichtig und Dank, was du hast uns gegeben, ist eine interessante Geschichte. Schönen Dank. Und jetzt haben wir Phil. Ja. Ja. Gut. Jetzt haben wir Phil und wird singen. Now we have Phil Tomlinson. Wohnt in Sheffield, England. Und spielt und lernt jiddische Gesang schon eine lange Zeit. Ist, oh, we have this. Okay. Is einer von der Gründung von Close North. Okay, we have Phil again. Thank you. Dank. Ich will dir singen ein Lied von Schmerke Kaczynski, der Jugendhymnen. Hat das Lied geschrieben in der Wilna Ghetto. Ein Lied voll mit Hoffnung und mit Keuch. Singt mit mir, singt zusammen. Wir wollen dir nicht hören. So I'm going to sing the Jugendhymnen from Schmerke Kaczynski that Steve has just mentioned. And it's a song full of hope and strength. And I'm just encouraging you to sing along because we're not going to hear you. So, unser Lied ist voll mit Treue. Unser Lied ist voll mit Treue, dreist ist unser Untergang. Trotz der Säune wacht beim Treue, Sturm und Jugend mit Gesang. Jung ist jeder, wer es will, nur Jahren haben geht Batat. Alle kennen euch Kinder von einer neue freie Zeit. Wer es wagelt auf Wegen, wer mit Reis geht, schämt seinen Fuß, bringt die Jugendsee an Kegen von dem Ghetto a Gerus. Jung ist jeder, wer es will, nur Jahren haben kein Batait. Alte kennen euch dein Kinder von einer neue freie Zeit. Wir gedenken alle Sonnen, wir Dämonen alle Freund. Ewig werden wir verbinden, unsere Nächten mitten heint. Jung ist jeder, wer es will, nur Jahren haben kein Batait. Alle kennen euch dein Kinder von einer neue freie Zeit. Bleiben mir zu neu die Glieder, wieder stollen mir die Reh. Geht der Bäuer, geht der Schmiede, lass mir allen gehen mit See. Jung ist jeder, wer es will, nur Joben haben kein Batait. Alte kennen euch dein Kinder von einer neue freie Zeit. Bravo! I hope you all sang. Bravo, bravo, bravo. Sehr fein. Wir sind sehr zufrieden, dass Moishle ist gekommen, weil arbeitet sehr schwer. Ist ein Lehrer von Yiddish und seit bei Grace Moishle. Moishle is originally from Memphis, Tennessee.
And he's a diehard Yiddishist, teaches Yiddish with the Arbiter Ring and the Yiddish Book Center in Amherst, Massachusetts. Seid begrüßt, Moschele. Danke, schönen Dank. Ja, ich will singen Stiller, Stiller. Ich habe das Lied erst gehört von Albert Stein, was hat das gesungen. Und wie Schmuel Leben hat uns gesagt, das ist geschrieben geworden, das Liedtext ist gewesen übergesetzt von Kaczerginski. Ja, und um sich zu hören. Sind da die Wette? Okay. Gut, ich will das singen a cappella. Stille, stille, lo mir schweigen, vor ihm wachsen da. Haben sie verpflanzt die Sonne, grünen sie zu blau. Zwieren Wegen zu Ponar zu, es wird kein Weg zurück. Ist der Tatewu verschwunden und mit ihm das Glück. Stiller Kind meins, wein nicht äußer, selbst nicht kein Gewein. Unser Unglück wollen son ihm sei, wie nicht verstehen. Soben breges euch die Jammen, soben euch Twisses zusammen, nor zu unser Pein, kein bissel Schein, kein bissel Schein, kein bissel Schein. Frühling auf in Land gekommen und uns Herbst gebracht. Ist der Tag ein voll mit Blumen und seht nur die Nacht. Goldig scheun der Herbst auf Stammen, bliebt in uns der Zar. Bleib verjossen, wo a Mama, das Kind geht auf Ponar. Die Velia, a Geschmieter, hat euch gejagt in Pein. Jagen Krie seis durch Litte, itzt in Jammerein. Es wird der Heuschig Wutzerunnen, von dem Fenster leuchten Sonnen. Reiter, komm geschwind, dich ruft dein Kind, dich ruft dein Kind, dich ruft dein Kind. Stiller, stiller, Quellen quallen uns in Herz herum. Bis der Teuer wird nicht fallen, sein mir muss in Stumm. Frei nicht Kind sich, es ist dein Schmeichel, itzt vor uns Verrat. Send dem Frühling soll der Säune, wie in Herbst a Blatt. Soll der Qual sich ruhig fließen, stiller sei und hoff. Mit der Freiheit kommt der Tata, schlaf, Kind mein Schlaf. Wie die Velia, aber freite, wie die Bäume grün beneite. Leucht schon Freiheitslicht auf dein Gesicht, auf dein Gesicht, auf dein Gesicht. Dank, Moschele, schönen Dank. Gibt uns ein bisschen Hoffnung. Und jetzt, sag nicht Kemo. Ja, ich hoffe. Okay. Und jetzt können wir alle singen. Sag nicht Kemo, als du gehst den letzten Weg. Nee, wir wollen zuhören zu Schmerke Kaczynski, erwarte. Ja, weil, so we're hoping to hear Schmerke Kaczynski sing this from a recording which he made when he was in Montreal Public Library in the early 50s. Ich hoffe, es ist Arbeit.
wenn bleiene verstellen bläue Tag. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schau. Es wird da beugt an unser Trotz mir seinen Doch. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schau. Es wird da beugt an unser Trotz mir seinen Doch. Von grünem Palmeland bis Land von weißem Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen dieser Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen dieser Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Es wird die Morgensonne vergilden uns dem Heint, und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und neu versammens wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol so ging das Lied von dort zu dort. Und neu versammens wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol so ging das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nichts mit Blei. Es ist nicht kein Lied von einer Fegel auf der Frei. Das hat der Volk zwischen Frau und Dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganen in die Hände. Das hat der Volk zwischen Frau und Dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Du sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Tag. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schau. Es wird erbeugt an unser Trott mit seinen Doch. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schau. Es wird erbeugt an unser Trott mir seinen Doch. Hat gut gearbeitet? Ja, ja, sehr. Ja. Gut. Ja, ich danke allen. Lassen wir sagen, dass wir hoffen auf Shalom auf der Welt. Wir wünschen euch allen einen süßen Pesach und wir hoffen euch sehen in Mai auf ein offener jiddischer Mikrofon.